Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst für ein Thema, das uns alle betrifft und das uns manchmal bis an unsere Grenzen bringt. Es geht um das große Thema Geduld. Bleib bis zum Ende dran, denn da teile ich dir praktische, einfache Ideen mit, wie du deine Gelassenheit enorm stärken kannst. Ideen, die dir sofort helfen können, deinen Alltag leichter und entspannter zu erleben. Und vielleicht steckt genau da der Schlüssel für ein bisschen mehr Freude, Motivation und Leichtigkeit in deinem Leben. Geduld. Allein dieses Wort löst bei vielen schon ein Augenrollen aus. Denn wer hat schon Lust, geduldig zu sein, wenn man sofort etwas will? Kennst du das, wenn du nur schnell etwas einkaufen willst und natürlich erwischst du die langsamste Kasse der Stadt und es dauert dadurch ewig? Oder du sitzt im Auto, Stau, Ampel mit langer Rot und sehr kurzer Grünphase, nichts bewegt sich. Und du denkst, warum jetzt, warum heute, warum ich? Oder der Computer hängt sich auf, wenn du nur noch schnell was für die Präsentation ausdrucken möchtest, und dieser kleine Kreis auf dem Bildschirm dreht sich unendlich, als wolle er dich verhöhnen und auslachen. Genau das sind die Momente, in denen unsere Geduld getestet wird. Und seien wir ehrlich, die meisten von uns bestehen diesen Test nicht unbedingt mit Bravour. Wenn wir die Geduld verlieren, baut sich zudem innerlich Druck auf, der nicht nur unsere Seele belastet, sondern auch den Körper. Es macht krank. Wir verlieren die Geduld mit Menschen, die langsamer sind als wir, mit Dingen, etwas nicht begreifen, die nicht so laufen, wie wir es erwarten, mit Prozessen, die Zeit brauchen. Und manchmal verlieren wir sogar die Geduld mit uns selbst, weil wir meinen, wir müssten schneller sein, erfolgreicher, glücklicher, gesünder. Doch genau da liegt ein wichtiger Punkt. Geduld ist keine Schwäche und kein Luxus. Geduld ist eine Lebensnotwendigkeit, denn ohne sie sind wir ständig gestresst, genervt und unzufrieden. Mit ihr allerdings kommen wir in eine ganz andere, viel bessere Energie. Warum fällt uns Geduld manchmal so schwer? Ganz einfach, wir leben in einer Welt, die auf Schnelligkeit programmiert ist. Alles muss sofort passieren, am besten gestern. Nachrichten, Essen, Antworten, Bestellungen und Vereinbarungen. Wir sind konditioniert auf Tempo. Und genau deshalb fällt es uns so schwer, wenn mal etwas nicht sofort funktioniert. Aber das Leben selbst funktioniert anders. Alles, was wirklich wertvoll ist, braucht seine Zeit. Kein Baum wächst über Nacht, keine Blume blüht sofort, kein Mensch spricht, läuft oder entwickelt sich von einem Tag auf den anderen. Geduld ist der Nährboden, auf dem alles wächst, was gut werden soll und Bestand hat. Geduld bedeutet nicht, einfach stillzusitzen und die Uhr anzustarren, bis endlich etwas passiert. Geduld ist eine innere Haltung, eine Einstellung zum Leben. Sie ist das Vertrauen, dass Dinge sich entwickeln dürfen. Sie ist das Wissen, dass alles seine Zeit hat. Und sie ist die Fähigkeit, in dieser Zwischenzeit ruhig und zuversichtlich zu bleiben. Wenn du geduldig bist, verändert sich deine Frequenz. Du gehst aus Stress, Anspannung und Genervtsein raus und kommst in eine Schwingung von Ruhe, Vertrauen und innerer Kraft. Und wir verlieren sie ganz besonders mit uns selbst, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten längst viel weiter sein. Genau da lauert die größte Ungeduld. Der Druck, sofort anders zu sein, sofort mehr zu leisten, sofort perfekt zu funktionieren. Denn die Ungeduld bedeutet inneren Druck, und dieser Druck wirkt sich negativ auf unseren Körper aus. Er kann Herzprobleme verstärken, Krampfadern begünstigen, Nackenverspannungen oder Muskelkrämpfe auslösen. Doch hier liegt auch die Chance. Denn wenn wir erkennen, wo wir die Geduld verlieren, können wir genau dort ansetzen. Und jetzt kommen wir endlich zu den Ideen, auf die du gewartet hast. Ganz einfache, sehr praktische Ideen, wie du Geduld trainieren kannst, ohne großen Aufwand, aber mit viel Wirkung. Erste Idee. Erinnere dich daran, dass nicht alles sofort passieren muss. Sag dir bewusst, manches ist gerade deshalb wertvoll, weil es Zeit braucht. Stell dir vor, das Leben hat für alles einen perfekten Zeitpunkt, auch wenn du ihn gerade nicht siehst. Wenn sich etwas verzögert, frag dich, wozu könnte mir diese Pause gerade dienen? Vielleicht schenkt sie dir genau die paar Minuten Ruhe, die du in diesem Moment brauchst. Zweite Idee. Humor ist der beste Geduldstrainer. Wenn du im Stau stehst, mach das Radio lauter und sing so laut du kannst. Mach aus der Wartezeit dein persönliches Konzert. Wenn dein Computer hängt, lach über den kleinen Kreis, der sich dreht, als würde er versuchen, dich zu hypnotisieren. Humor verwandelt Frust in Leichtigkeit. Er macht dich frei von dem Druck, dass alles sofort laufen muss. Dritte Idee. Richte den Blick auf das, was jetzt gerade gut ist. Während du wartest, sei es in einer Schlange oder auf einen Anruf, frag dich, was kann ich jetzt genießen? Klapp die Augendeckel runter und atme ganz tief durch. Vielleicht ist es auch ein Lächeln von jemandem, vielleicht ein tiefer Atemzug frischer Luft, vielleicht die Gelegenheit, deine Gedanken kurz schweifen zu lassen.
Jede Wartezeit kann ein kleiner Moment für dich sein. 4. Idee. Entschleunige dich bewusst. Mach manche Dinge absichtlich langsamer oder auch mal anders. Nimm deine Kaffeetasse mal mit der linken Hand und ganz in Ruhe, geh einen neuen Weg, ohne immer aufs Handy zu schauen, und hör einer anderen Person wirklich zu, ohne sie zu unterbrechen. Wenn du Dinge langsam tust, trainierst du deinen inneren Geduldsmuskel. Und dieser Muskel wird so wirklich stärker, je öfter du ihn benutzt. 5. Idee. Überprüfe deine Erwartungen. Oft verlieren wir Geduld, weil wir glauben, dass alles schneller gehen müsste. Aber wer sagt das? Vielleicht ist dein Tempo genau richtig. Vielleicht ist das Tempo anderer genau richtig. Wenn du diese Idee annimmst, fällt viel Druck von dir ab. Und du kannst dich entspannen. 6. und vielleicht wichtigste Idee. Sei liebevoll mit dir selbst. Wenn du merkst, dass du ungeduldig wirst, verurteile dich nicht. Niemand ist immer geduldig. Geduld wächst nicht, wenn du dich dafür fertig machst. Sie wächst, wenn du dich annimmst, auch in Momenten, in denen du innerlich stampfst wie ein kleines Kind. Nimm dich an, und schon allein das ist ein Akt von Geduld. Wenn du diese kleinen Schritte in dein Leben bringst, wirst du merken, wie sich deine Frequenz verändert. Du wirst ruhiger, leichter, gelassener. Geduld ist also nicht nur ein Mittel, um besser klarzukommen, sie ist ein Schlüssel, der deine Lebensqualität anhebt. Mehr Freude, mehr Motivation, mehr Gesundheit. Alles, was du dir wünschst, beginnt mit dieser inneren Haltung. Also, auf geht's, probiere es aus. Mach es mit Humor, mach es mit Leichtigkeit, sei spielerisch. Erwarte nicht, dass du sofort perfekt bist, sondern erlaube dir, Schritt für Schritt zu wachsen. Das Leben schenkt dir jeden Tag neue Chancen, Geduld zu üben. Und mit jeder dieser Chancen wächst du hinein in eine höhere, gesunde, lebensfördernde Frequenz, die dich trägt. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über dein Like, dein Abo und wenn du es mit Menschen teilst, die gerade auch ein bisschen am Rad drehen und mehr Geduld gebrauchen können. Und erzähl mir gerne in den Kommentaren, wo verlierst du am meisten Geduld und welche Idee probierst du als erstes aus? Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf.